Der Monsun hat dieses Jahr nie richtig angefangen, aber wir fürchten, dass er jetzt da ist und steht wahrscheinlich ein nasses Wochenende bevor. Da wir Menschenansammlungen vermeiden sollen, posseln wir immer mal wieder am System herum. Deswegen hatte einer von uns die glorreiche Idee, die Nummernausgabe auf Freitagmorgen 6:30 Uhr zu verlegen, in der Hoffnung, dass die Leute dann nach und nach eintrudeln. Tja, gut gedacht ist nicht immer gut gemacht. Als Prop und der Dino kurz nach 6 Uhr eintreffen, stehen schon Leute auf der Hauptstraße Schlange und die Nebenstraße ist in Dreierreihen bepackt. Egal, Nummern rasch Prop ihrer Schwester Sri und deren Freundin Vero in die Hand drücken und schnell verteilen, damit sich die Ansammlung auflöst. Das funktioniert auch gut. Dann donnert es und die ersten Tropfen fallen und das beschleunigt alles noch ein wenig mehr. In einer knappen Stunde sind die Nummern weg. Wie immer kommen dann noch ein paar Nachzügler angerannt, um sich auch eine Nummer für morgen zu sichern. Im Laufe des Tages werden dann wieder Reis und Eier angeliefert, damit bei der Crew am Samstag keine Langeweile aufkommt. Da regnet es dann auch nicht mehr, was den Sklaven die Arbeit sehr erleichtert. Samstagmorgen kein Regen, da sind ja auch nur Innenarbeiten angesagt. Mal sehen, wie das Wetter am Abend bei der Ausgabe sein wird. Also, Reis- und Eiercrew an die Arbeit. Rennfahrer Kiat ist voll genesen und beweist das auch, indem er Reis aus den Säcken in die Schüsseln schüttet. Eigentlich der Job des Bären, aber Kiat will zeigen, dass er voll einsatzfähig ist. Tangma und Palit sind auch schon zur Stelle, um die Arbeit nach Kräften zu unterstützen. Und so geht dieser Teil des Einsatzes völlig problemlos über die Bühne.
Irgendwann taucht dann Prop auf. Sie war mit ihrer Schwester Sri zusammen bei der ersten Impfung gegen Corona. Die beiden Jungfern hatten erst ziemliche Bedenken, aber nach der Impfung sind sie froh, dass sie es getan haben. Und Prop sagt Korönchen auch gleich ordentlich die Meinung. Corona, go home! Corona, go home! Am Abend regnet es dann wieder. Klar, es ist ja auch Außendienst angesagt. Reis und Eier abdecken und die Coroneros hüllen sich in super dekoratives Plastik und bauen Ausgabe- und Eingangsbereich auf. Dann werden die ersten der Wartenden aufgerufen und es geht auch schon los. Herantreten, Gesinnungsprüfung mit dem Orwellschen Gehirnwellendetektor, Verzeihung, ich meinte natürlich Temperaturprüfung mit dem Thermometer, Hände desinfizieren und Verpflegung abholen. Das Glück ist uns noch treu. Es regnet zwar leicht, aber es gießt nicht wie aus Eimern. Das würde unsere Arbeit am Pfingstsamstag sehr erschweren. Das Tageslicht schwindet langsam, aber der endlose Zulauf versiegt nicht. Und wie immer versuchen Coroneros und Ordnungskräfte, Unterbrechungen des Stromes zu vermeiden und bringen Menschen, die schlecht zu Fuß sind, ihre Ration an den Eingang zur Nebenstraße.
Dann ist es auch schon dunkel, aber das hält den Lauf der Ausgabe nicht auf. Die Zeit vergeht, dann werden die letzten Nachschubrationen auf den Pick-up gelegt und verteilt, während die Coroneros und Ordner ihre Gerätschaften wegpacken. Und dann ist es langsam Zeit, ins Bett zu gehen. Pfingstsonntag. Na los, die Nichtmobilen wollen auch noch versorgt werden. Da gibt es aber ein kleines Problem. Die Portionen für die mussten am Vorabend ausgegeben werden. Trotzdem die Rationen mit den ausgegebenen Nummern synchronisiert waren, fehlten am Ende etliche davon. Jetzt wissen wir auch, warum seit dem Einschleppen von Corona und dem dadurch bedingten Weglassen der Registrierung mit dem Pass am Ende immer Rationen fehlen. Ein paar Dreckskerle kopieren ihre Nummern und kommen dann nach Kleiderwechsel mehrmals Rationen abholen. Ich platze bald vor Wut. Wir arbeiten uns den Hintern wund, damit möglichst vielen geholfen wird. Unsere Spender schicken Geld, obwohl viele von denen selbst nicht gerade in Luxus leben, und ein paar gewissenlose Schweine klauen Rationen, um sie dann weiter zu verkaufen. Die Messer sind gewetzt für das nächste Wochenende. Also, am Pfingstsonntag schnell noch neue Rationen packen und mit Verspätung ab zu den Ärmsten der Armen. Rob und der Dino spazieren geruhsam durch die Nobelviertel von Phuket, dort wo kein Tourist jemals hinkommt, und versuchen ein wenig Leid zu lindern, so gut es eben geht. Schmerzen in der Kehle und Tränen in den Augen inbegriffen. Wenn ihr dieses Video seht, ist auch für euch Pfingsten vorbei. Wir hoffen, ihr hattet ein geruhsames und schönes Fest und es geht euch allen gut. Eure Corona-Gang.